Eigentlich haben wir vom Marstal durchs Smolandfahrwasser Richtung Klintholm segeln. Wegen ungünstigen Windverhältnissen segeln wir jetzt aber aussen rum. Auf dem Weg vom Marstal nach Röttbyhaven. Ist jetzt gerade Mittagszeit. Sieht super aus. Ein guter. Der Urs macht da den Vorkoster, dass nicht die ganze Crew auf einmal flach liegt. Ja, der Wind gerade von hinten. Segeln wir da jetzt einfach durchab. Auf einem Kurs von rund 100 Grad Richtung Röttbyhaven. Die Speed ist zwischen 4,5 und 5 Knoten jetzt noch. Wir sind also schneller unterwegs gewesen. Da sehen wir unseren Kurs. Und da unterhalb unserer Kurslinie da sehen wir einen ganzen Haufen Frachter, die vom Kiel-Ostseeweg unterwegs sind. Da vorne am Horizont sehen wir bereits die Einfahrt von Röttbyhaven. Wir sind jetzt noch ca. 5 Seemeilen davon entfernt. Wir haben den Kurs jetzt gerade ein bisschen nach Steuerbordseite von der Küste weg korrigiert, weil wir von Fehmarn Traffic aufgerufen worden sind, damit wir ja nicht durch das Sperrgebiet, das links und rechts vom Hafen ist, durchsegeln. Wir sind jetzt hier auf dem Weg von Röttbyhaven nach Gezer. So, das ist das Wachboot hier, das die Tunnelbauten überwachen. Und sie sind ein bisschen nervös geworden wegen uns und haben gefragt, ob wir alle zusammen die Informationen haben. Hier sehen wir die Baustelle, wo sie den Tunnel von Röttbyhaven nach Fehmarn bauen. Und da vorne ist immer noch das Wachboot. Wir haben leider sehr schwachen Wind heute, den ganzen Tag. Zurzeit sind es knapp 2 Beaufort und wir haben den Wind auf die Nase, müssen also aufkreuzen. Wir segeln jetzt trotzdem segeln, solange es irgendwie geht und dann zu einem späteren Zeitpunkt das Motorchen vornehmen. So, hier hinten sehen wir jetzt den grossen Windpark Roter Sand, der sich entlang von der ganzen Küste bis nach Gezer erstreckt und wo wir jetzt heute entlang fahren müssen. Jawohl, ich komme gerade. Merci vielmals. Gerade vorher haben wir einen richtigen Schrecken gehabt. Der Motor ist nicht mehr angegangen. Erst nach einer längeren Pause hat sich die Batterie so weit erholt, dass er gerade noch so knapp gestartet ist. Jetzt stellen wir ihn nicht mehr ab, bis wir in Gezer sind. Eingeweht in Gezer, Ilster-Falster auf Dänemark. Wir liegen am Südrand von einem Hoch. Wir haben hier im Hafen Böen bis Windstärke 8. So. Auch das ist erledigt. Da vor einem Saunahäuschen, ich weiss nicht, ob ihr es seht. Und da verkaufen sie noch reine Diesel, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Hier sehen wir unsere neue Starterbatterie für einen Motor. Ein freundliches schwedisches Ehepaar hat mich jetzt vorher zuerst auf Nyköping in Dänemark gebracht, in einen Laden mit dem Namen T. Hansen. Und die hatten dort eigentlich wunderbare Marinebatterien gehabt, aber leider ist der Pol oben drauf zusätzlich zur Höhe gekommen und hätte ich die nicht einbauen. Und dann sind sie tatsächlich mit mir noch in einen weiteren Ort gefahren, 30 km weg, noch einmal weiter. Und dort haben wir in einem anderen Laden von T. Hansen nachher die Starterbatterie gefunden. Hier auf dem hinteren
Motorboot ist das sehr freundliche Ehepaar drauf. So, jetzt ist die neue Batterie da drinnen angeschlossen und wieder gesichert. So, Hauptschalter wieder andrehen. So. Super, haben wir es geschafft. Das Problem gelöst, dieser Starterbatterie. Es kann weitergehen. Wir sind jetzt hier auf dem Weg von Gezer nach Klintholm. Hier sehen wir den südlichsten Punkt von Skandinavien. Der wird jedes Jahr ein bisschen mehr nach Norden geschoben, weil das Meer ca. 1 Meter von dieser Küste wegfrisst. Hier sehen wir auch noch den Leuchtturm und der ist rund 1 Kilometer im Landesinneren. Ja, wir haben heute eine grobe Welle hier noch von dem Starkwind, der den letzten Tag war. Wir haben jetzt fast 1 Meter Welle und noch 1,5 Meter Dünung. Und auf dem Bug bremsen uns die Wellen jetzt ziemlich stark. Wir kommen da nicht ganz so voran, wie wir wollen. Da vorne sollten wir die rote Tonne sehen. Das ist gekennzeichnet die Fahrerstelle vom Gezer Ref, wo schon an mancher Yacht zum Verhängnis geworden ist. Ja, es ist ja eigentlich noch gemütlich jetzt so. Also die Wellen könnten schlimmer sein, aber eben der Speed, der leidet ein bisschen. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt heute gut überstehen. Ich glaube, wenn es so weitergeht, ist es okay, oder? Sieht gut aus. Ja. Es regnet nicht. Ja, super, genau. Es hat keinen Verkehr. Wir haben alles, was wir wollen. Genau. Bloß baden gehen wir wahrscheinlich nicht. Ja. 8 Grad Wassertemperatur. Ein bisschen wilder Ritt jetzt gerade. Rund 30 Grad Lage. Aber wir machen jetzt immerhin 5 Knoten gegen Wind. Und in rund 2 Stunden sollten wir in dem Klintholm ankommen. Da, kurz vor dem Ziel in Klintholm. Leider sind wir ein bisschen zu tief und müssen jetzt noch einen Hohlenschlag machen. Da vorne sehen wir Klintholmhafen. Ausfahrt aus Klintholmhafen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Falsterbo-Skanör. Wir müssen hier vorne an der Ecke von der Insel da noch zuerst vorbeikommen. Da sehen wir jetzt die Ostspitze von der Insel Bönn, den berühmten Kreidefelsen. Die Geschwindigkeit leider nicht so berauschend im Moment. So, da fahren wir jetzt gerade in den Falsterbo-Kanal rein, von Süden in Richtung Norden. Wir haben gerade vorher per Funk die Erlaubnis bekommen, um da durchzufahren. Und da hinten sehen wir bereits die Brücke
die jetzt noch geschlossen ist und wo wir eine Stunde warten müssen, bis sie aufgeht. So, da warten wir jetzt 1,5 Stunden und jetzt geht es dann bald wieder weiter. Da hinten sehen wir bereits den Hafen Höllwicken am Falsterbo-Kanal, wo wir die nächste Nacht verbracht haben. Auf dem Weg nach Kopenhagen, Windstärke 5 bis 6 und fast Rumpfgeschwindigkeit. Hier hinten sehen wir die Öresundbrücke, wo das Festland von Europa mit Skandinavien verbinden. Und hier hinten sehen wir wieder einen von diesen Windparks, die es überall hat. Strom für Malmö und Kopenhagen. Unterwegs heute hier mit dem F3. Hier hinten sehen wir bereits Kastrup von Kopenhagen, den Flughafen, und da vorne ein Frachter uns entgegenkommt. Kurs nach Nord. Tanker Nurket mit Ziel Kotka. Wo auch immer das ist. Flagge unbekannt. Der ist leer. Da noch einmal der Flughafen Kastrup. Da Ansteuerung, jetzt durch Kopenhagen durch. Angekommen in Kopenhagen, Wälderplatz-Marina im Christianshafen-Kanal. Es ist die Kultmarina mit einer super Lage direkt in der City. In unmittelbarer Nähe vom Christianshafen liegt die Vor-Frelserskirche mit einer fantastischen Aussicht über ganz Kopenhagen. So, jetzt sind wir ans oberst angekommen. Direkt unter der Kugel. Dann sehen wir den Kanal, wo wir gestern reingekommen sind. Und da unten sehen wir die Wälderplatz-Marina, wo wir ebenfalls liegen. Selbstverständlich hat auch ein Besuch in Christiania nicht fehlen, einer autonomen Freistadt von ehemaligen Hausbesitzern. Aber auch die ehemaligen Alternativen müssen Geld verdienen. Es hat eine gespannte Stimmung in Christiania geherrscht. Filmen und Fotografieren war strikt verboten und ist durch aggressives Verhalten der Bewohner unterbunden worden. An jeder Ecke sind Drogen angeboten worden und man konnte es im ganzen Gebiet gut schmecken. Kopenhagen hat viele Kanäle und ist voller Sehenswürdigkeiten. Wir haben 3 Tage in Kopenhagen verbracht und vieles davon angeschaut. Da befinden wir uns im Neuhafen. Hello and welcome to all of our new passengers. My name is Cornelia and I will be your guide for the next hour.
Hier, auch dort. Das ist Christiansborg in Slotzholmen. Das ist der einzige Repräsentationsbau auf der ganzen Welt, wo sämtliche 3 Staatsgewalten in einem Gebäude beherbergen, also die Exekutive, die Legislative und auch die Judikative. Und ebenfalls die Empfangsräume der Königin befinden sich da in diesem Schloss. Diese Statue hier erinnert an 5. Juni 1849, wo das Grundgesetz von Dänemark geschrieben worden ist. Schloss Amalienborg. Da Garage mit dem königlichen Wagenpark.